So, als nächstes lassen wir die ersten 6 Schnüre aus und nehmen uns dann die nächsten 4 und werden jetzt so eine Art Noppenknoten machen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal 3 Kreuzknoten hintereinander. So, und dann nehmen wir die mittleren 2 Schnüre und führen die hier oberhalb der Kreuzknoten nach hinten. So, und dann machen wir unterhalb dieser Noppe nochmal einen Kreuzknoten. Dann lassen wir die nächsten 4 Schnüre aus und machen mit den nächsten dann nochmal so einen Noppenknoten, dann wieder hier und so weiter. Als nächstes werden wir jetzt so eine Zickzackreihe von diesen Knoten setzen. Und zwar nehmen wir uns hier von diesen 4 Schnüren des Knotens die 2 rechten und die 2, die rechts daneben liegen, und machen nochmal eins dieser Knoten. So, und dann nehmen wir uns wieder die 2 rechten und die 2 rechts daneben und machen das gleiche nochmal. Wenn wir dann auf beiden Seiten 4 dieser Knoten geknüpft haben, machen wir hier unten in der Mitte auch nochmal so einen Knoten. So, wenn das gemacht ist, machen wir das gleiche hier auch nochmal. Im Folgenden werden wir jetzt hier wieder so eine Knotenreihe knüpfen, so wie wir es hier oben auch kennen, nur mit dem Unterschied, dass wir diesmal mit jeder Schnur 3 dieser Knoten machen anstatt 2. Also wir lassen die linken 4 Schnüre hängen und nehmen dann die nächste Schnur als Leitschnur und knüpfen 3 dieser Knoten, die wir schon kennen. Nehmen dann die nächste Schnur und knüpfen auch 3. Und das machen wir mit den übrigen auch so. Und hier oben machen wir wieder nur diesen einen Knoten, sodass das dann die beiden Leitschnüre werden, und machen auch pro Schnur wieder 3 dieser Knoten. So, und als nächstes setzen wir einfach noch eine Knotenreihe darunter. So, als nächstes lassen wir die ersten 2 Schnüre links liegen, nehmen uns dann die 4 nächsten und machen immer den ersten Teil des Kreuzknotens, sodass sich das Ganze dann spiralförmig dreht. Also ich habe jetzt bei allen Schnüren insgesamt 20 dieser Knoten gemacht. Nur bei diesen 2 habe ich 30 gemacht. Und als nächstes nehmen wir uns jetzt immer so ein Bündel und schauen, welcher Faden noch am längsten ist. Den nehmen wir dann und wickeln ihn ein paar Mal um die anderen Schnüre herum. So, und dann öffnen wir die letzte
schlaufe hier quasi so ein bisschen und mache einen Knoten. So. Und das machen wir mit den übrigen Schnüren auch so. So, ich habe jetzt hier in der Mitte nochmal zusätzlich 20 dieser Knoten darunter gesetzt. Und als nächstes nehmen wir uns die 2 linken Schnüre und wickeln jetzt immer den rechten um den linken, so ungefähr 14, 15 Mal. So, wenn wir das gemacht haben, lösen wir die letzte Schlaufe quasi noch ein bisschen und führen dann die Schnur durch die Schlaufe, sodass dann ein Knoten gebildet wird. Den ziehen wir dann zu. So. Und das machen wir mit der anderen Seite genauso. So, und mit den 4 Schnüren, die wir hier rechts liegen gelassen haben, machen wir im Grunde das gleiche wie hier, also immer die erste Hälfte des Kreuzknotens, damit sich das Ganze spiralförmig dreht. So, ich habe jetzt 60 dieser Knoten gemacht und am Ende auch wieder eine Schnur um die anderen gewickelt. Und als nächstes schneiden wir die Schnüre alle auf eine Länge. Wenn man das gemacht hat, kann man jetzt noch hier weitermachen. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 Schnüre aufgehängt, die 1,60 jeweils lang waren und dann immer diese erste Hälfte des Kreuzknotens gemacht. Und wenn man mit der linken Seite dann fertig ist, macht man rechts das gleiche nochmal, nur spiegelverkehrt. Das heißt, dass wir in dem Fall hier von rechts nach links arbeiten. So, in der Mitte habe ich mir jetzt nochmal 8 Schnüre aufgehängt, die jeweils eine Länge von ca. 80 cm haben. Und jetzt werden wir hier nochmal einmal von oben nach unten links und nach unten rechts eine Knotenreihe machen. So, und dann folgen wieder ein paar Kreuzknoten. Dann schneiden wir das Ganze noch ein bisschen schräg ab. Dann nimmt man sich eine Nadel oder so einen Piercer und franzt die einzelnen Fäden so ein bisschen auf. Wenn die Enden dann alle ausgefranst sind, sind wir auch schon fertig.